Wenn man an Filme mit Jim Carrey denkt, dann denkt der Großteil von euch, glaube ich, an irgendwelche Komödien. So ist es jedenfalls bei mir. Ich denke da an Filme, die wirklich von Anfang bis Ende pure Unterhaltung geliefert haben, die witzig waren, die so komisch gewesen sind, dass sie mir das Pipi in die Augen getrieben haben. Und ja, das ist fast immer passiert. Wenn das bei euch anders gewesen ist, dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Aber, und das ist jetzt meine Überleitung zu der Filmkritik zu Dark Crimes, Jim Carrey auf nur Komödien zu reduzieren, wäre definitiv zu kurz gegriffen. Der Typ hat so viel mehr geleistet und der kann auch so viel mehr. Das hat er mit Die Truman Show bewiesen, das hat er mit Number 23 gezeigt und jetzt meiner Ansicht nach auch mit der polnischen Produktion Dark Crimes aus dem Jahr 2018. Der Film hat eine Laufzeit von 93 Minuten und ist ab 16 freigegeben und was sich hinter diesen 93 Minuten verbirgt an Thriller, an Psycho-Shit, das erfahrt ihr jetzt hier in der Filmkritik zu Dark Crimes und damit ein herzliches Willkommen an alle Cineastinnen und Cineasten da draußen. Willkommen mir wieder bei Movie Check. In dem Film Dark Crime spielt Jim Carrey den desillusionierten und kurz vor seiner Pensionierung stehenden Polizisten Tadek, dessen Partner und Kollege zu Beginn des Filmes feinsäuberlich in Bondage-Manier verschnürt tot aufgefunden wird. Witzigerweise ist es so, dass ausgerechnet sein Partner auch noch in der Untergrund-Sex-Szene Ermittlungen geführt hat und augenscheinlich haben ihm diese Ermittlungen nicht gut getan. Tadek, der auch in den Jahren zuvor erhebliche Rückschläge beruflich wie privat erleiden musste, fühlt sich nun quasi dazu berufen, diesen Fall, diese Ermittlung rund um den Mord an seinem Kollegen aufzunehmen und zu seinem Abschlussfall zu machen. Im Rahmen dieser Ermittlungen gerät er in einen Strudel von Verwirrung, sowohl auf privater Ebene als auch in beruflicher Hinsicht. Er ist hin und her gerissen zwischen Gut und Böse und das macht die Besetzung mit Jim Carrey meiner Ansicht nach so optimal, wenn man nicht sogar sagen möchte, perfekt. Jim Carrey ist der Mann mit den 1000 Gesichtern, der weiß einfach, eine Rolle auch innerhalb eines Filmes weiterzuentwickeln. Bestes Beispiel meiner Ansicht nach, wenn wir beim Thriller und Jim Carrey bleiben wollen, natürlich der Film Number 23. Was ich auch richtig toll finde, ist, dass Jim Carrey es schafft, diesen gebrochenen Mann Tadek auch wirklich als gebrochenen Mann zu inszenieren und ja, zumindest für die Laufzeit von 93 Minuten auch wirklich zu leben, zu ihm zu werden. Es nicht einfach nur zu spielen, sondern eben wirklich so glaubhaft auf der Leinwand zu spielen, dass man ihm das wirklich von der Minute 1 bis zum Schluss auch abkauft. Er ist kalt, er ist kompromisslos, er ist aber auf der anderen Seite auch so zerbrechlich, so schwach und wirkt einfach verloren. Und das ist eben genau das, was ihm auch in diesem Film erwartet. Er wird uns präsentiert als Charakter, der alles verloren hat und das von Jim Carrey auch ebenso gut verkörpert. Gleichzeitig ist er aber auch ein Charakter, der kämpft, der alles tun würde, um das, was er verloren hat, wiederzubekommen. Und auch diese Qualität wird von Jim Carrey einzigartig verkörpert. Hinsichtlich des weiteren Casts neben Jim Carrey muss man auf jeden Fall Charlotte Gainsbourg erwähnen, die wir auch unter anderem aus Filmen von Lars von Trier kennen, die meiner Ansicht nach immer so eine gewisse depressive Stimmung irgendwie schafft, auf die Leinwand zu werfen, so auch in Dark Crimes. Das ist eine verstörend gute Performance, die ich so zuletzt bei ihr wirklich in dem Film Nymphomaniac gesehen habe. Das ist einfach nur crazy und ähnlich wie bei Nymphomaniac spielt sie auch hier eine devote Frau, die sich von jedem Mann unterbuttern lässt und die meiner Ansicht nach auch wahrscheinlich eine Borderline-Störung hat. Auf jeden Fall eine depressive Verstimmung, um das mal harmlos zu formulieren. Trotzdem ist sie aber auch ein Mensch, der Hoffnung auf die Leinwand projiziert durch ihren Charakter. Sie spielt eine Prostituierte aus eben dieser Untergrund-Sex-Szene und weiß es auch neben dieser depressiven Grundstimmung, die ihr wirklich eigen ist, auch nicht nur eben die Trauer, sondern auch ein gewisses Maß an Hoffnung zu verkörpern. Denn alles, was sie in diesem Film tut, tut sie für ihre Tochter. Der quasi leuchtende Punkt in ihrem Leben, ihr Lebensmittelpunkt im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann haben wir noch Marton Csokas, den man auch aus anderen Filmen kennt, wo er knallharte Charaktere spielt. Hier spielt er einen Buchautor, der sich gleichzeitig auch als Idealist inszeniert und meiner Ansicht nach ein bisschen zu krass auf diese philosophische Metaebene abdriftet. Csokas spielt ihn recht gut, muss ich sagen, diesen Charakter, der auch, das wird aus dem Trailer schon deutlich, deswegen ist das kein Spoiler, auch hier von Tadek als erster Verdächtiger angesehen wird. Trotzdem wirkt er einfach zu überzeichnet, zu überspitzt. Dieser Charakter ist im Gegensatz zu den anderen beiden Hauptcharakteren, nämlich Tadek und die von Charlotte Gainsbourg verkörperte Prostituierte, wirklich der einzige, der so wirklich unrealistisch wirkt, wenn man jetzt mal wirklich das komplette Setting erdet und nüchtern betrachtet. Das hat mir nicht so gut gefallen, vor allem weil dieser Idealismus so perfide auf diesen Charakter zugeschnitten ist, obwohl er, und das wird einem auch recht schnell am Anfang des Films deutlich, eigentlich in Wirklichkeit ein echter Opportunist ist. Regie hat Alexandros Avranas geführt und ich muss sagen, die Art und Weise, wie er Dark Crimes inszeniert hat, ist meiner Ansicht nach eines Lars von Triers vergleichswürdig. Dieser Film ist einfach so beklemmend, das kenne ich eigentlich nur von Lars von Trier. Der Film hat keine Scham, der zeigt alles und er geht nicht einmal den Versuch ein, auch Reue zu zeigen. Und das finde ich halt so bärenstark an diesem Film, weil die Bilder, die Art und Weise, wie die Bilder auch musikalisch untermalt werden, wie boshaft und blank alles inszeniert wird, ohne wirklich schonungslos den Zuschauer dann auch zu fordern, alles einfach ungefiltert auf die Leinwand geschmissen wird. Das finde ich großartig. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass es eben nicht nur das Bild ist, was verstörend auf den Zuschauer wirkt und wo man sich auch manchmal denkt, ich kann eigentlich jetzt nicht mehr hingucken, nicht weil es so ekelhaft ist, sondern weil es einfach wehtut irgendwann. Und das wird auch unter anderem eben durch Jim Carreys Art und Weise mit seiner Mimik zu spielen verkörpert und das auf eine wirklich, wirklich großartige Art und Weise. Was aber auch an diesem Film sehr verstörend wirkt, ist die wirklich drastische und explizite, stringente Erzählweise. Was ich bei anderen Filmen kritisiere, wenn sie zu linear sind, ist dieser Film aufgrund der Tatsache, dass man eigentlich schon weiß, wohin die Reise geht für Jim Carreys Charakter, so bitterböse, weil man ihn wirklich in sein Verderben rennen sieht. Und das finde ich richtig, richtig gut. Auf der anderen Seite hat der Film auch seine ganz eigene Thriller-Spannung. Ja, das ist jetzt nicht dieses Thriller-typische, dass man die ganze Zeit darauf hinarbeitet, einen Täter zu finden, sondern die Frage nach dem Täter ist in diesem Film wirklich sekundär. Primär für den Zuschauer relevant und spannend ist es, zu sehen und zu verfolgen, wie Tadek sich in diesem Film entwickelt. Das ist das eigentliche Spannungsmoment in dem Film Dark Crimes und macht den Film nicht zu einem reinen Thriller, sondern meiner Ansicht nach auch eher zu einem Thriller-Drama. Wobei sich die Thriller- und die Drama-Komponente auf sehr faire Art und Weise in diesem Film abwechseln und gegenseitig den Staffelstab dann auch immer überreichen. Das hat mir richtig gut gefallen. Was ich allerdings nicht so gut an dem Film fand, sind die Dialoge. Die wirken hier und da ein bisschen plump, auch etwas zäh. Vor allem in diesen Szenen, die eigentlich eher so Filler-Szenen sein sollen, wo im Hintergrund irgendein TV- oder Radiobeitrag läuft, der aber für den Fall relevant ist. Da wirkt teilweise die Synchronisation echt ein bisschen schlapp und ein bisschen atemlos, möchte man eigentlich schon fast sagen. Da geht dem Film so kurzerhand die Puste aus, das sind aber eher so in diesen detaillierten Szenen, wo entsprechende Details dann auch gestreut werden, der Fall. Ansonsten ist der Film meiner Ansicht nach auch in der deutschen Synchronisation richtig gut zu genießen.
Dementsprechend fällt auch meine Wertung also aus. Ich bin an sich also positiv überrascht von diesem Film gewesen. Hätte ich so in der Art nicht erwartet, vor allem nicht in dieser Intensität, wirklich eines Lars von Trier Vergleich würdig. Dementsprechend in der Filmwertung vergebe ich 3,5 von 5 möglichen Punkten und in der Genrewertung, weil das wirklich das Nonplusultra für mich gewesen ist, 4 von 5 Punkten. Schwächen tut der Film an der Synchro, unter anderem hier vor allem der Minuspunkt zu suchen. Alles andere hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ist dementsprechend auch eine ganz klare Empfehlung. Schaut euch diesen Film an. Dieser Film lohnt sich.